Ja, liebe Evi, schön, dass es endlich geklappt hat. Du bist ja nur beschäftigt den ganzen Tag. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier wenigstens, ich hoffe, wir kriegen 5 Minuten, bevor der nächste Notfall oder so losgeht. Und du wieder irgendwo hinrennen musst. Voll leid, aber nein, das ist wirklich... macht überhaupt gar nicht. Ja. Und deine Ziegen und Tiere, wie viele Tiere hast du jetzt hier? Es sind knapp 150. 150. Und du hast nicht nur Ziegen, du hast alles. Also viel. Also Einiges. Das meiste sind Ziegen und Schafe, also 130 Stück. Und dazu dann 5 Pferde, 4 Ponys, ein Stier und einiges an Katzen. Nee. Sag mal, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, die Zickenfarm ins Leben zu rufen? Und ich hatte immer den Traum, einen Ort zu schaffen, an dem alle Menschen und Tiere gleich sind. Das ist so. Und hatte eigentlich anfänglich hauptsächlich das Tierheim für Hunde, Katzen, Kleintiere, hatten auch Pferde. Ja, und dann kam Paul. Paul. Ja. Erzähl mal von Paul. Ich habe Paul heute schon kennengelernt. Genau, und das war jetzt vor 12,5 Jahren. Krass. Und seitdem mache ich eigentlich fast nur noch Ziegen und Schafe. Und zwar aus dem Grund, weil ich glaube, wir sogar die einzigsten sind, die Ziegen und Schafe im Tierschutzbereich machen, weil die keiner haben will. Und wo kommen die dann so her? In Europa werden Schafe und Ziegen heute hauptsächlich zur Fleisch- und Milchgewinnung gehalten, aber auch für Leder und Fell. Wolle spielt seit Baumwolle und synthetischen Stoffen keine große Rolle mehr. Der Darm von Schafen wird unter der irreführenden Bezeichnung Katzendarm für Saiten von Musikinstrumenten und Tennisschlägern verwendet und zur Herstellung von Seitlingen, also die Haut rund um das Wiener Würstchen zum Beispiel. Normal könnten Schafe ca. 10 bis 12 Jahre alt werden, Ziegen um einiges älter. Das älteste Schaf der Welt erreichte 23 Jahre und hieß Lucky. In der Fleischgewinnung erreichen die Tiere aber in der Regel nur 2 bis 12 Monate. In der Milch-, Zucht- oder Wollindustrie können es auch 3 bis 7 Jahre sein. Lässt die Leistung des Tieres nach, wird es unrentabel und kommt zum Schlachter, wie bei anderen Tieren eben auch. In Deutschland sind es 15.000 bis 20.000 Ziegen und rund 2 Millionen Schafe pro Jahr, die geschlachtet werden. Die meisten davon sind Lämmer, also 2 bis 12 Monate alte Kinder. In den Handel kommt vor allem Lammfleisch von männlichen Milchlämmern, die bei der Schlachtung zwischen 2 und 6 Monate alt sind, da sie in der Milchindustrie nutzlos sind. Es geht ihnen also nicht anders als den männlichen Kindern in der Kuhmilchindustrie. Der Name Milchlamm bezieht sich übrigens darauf, dass sie im Alter der Schlachtung eigentlich noch Muttermilch aufnehmen würden, denn es sind ja noch Babys. Würden deswegen, weil die Babys in den Tierfabriken ihren Müttern sehr früh entzogen werden, denn die Milch wird ja für den Menschen benötigt. Die extra gezüchteten Mastlämmer sind zwischen 6 und 12 Monate alt. Wer nun meint, dem dummen Schaf ist es wohl egal, ob es lebt oder stirbt und dass sie auch im Schlachthaus nichts empfinden, der irrt. Der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass Ziegen und Schafe wie alle Tiere komplexe Gefühle haben und eines bewussten Denkens fähig sind. Wer es nicht glaubt, auch hierfür gibt es Studien, die unten in der Videobeschreibung verlinkt sind. Für Evi ist das keine Frage, denn sie weiß, dass all ihre 150 Tiere sie genauso kennen und lieben wie sie jedes einzelne von ihnen. Manche Tiere hat sie von klein auf großgezogen und aufgepäppelt und die Tiere danken es ihr mit unendlicher Liebe und Treue. Und wie finanzierst du den ganzen Spaß? Also es ist ja, ich meine, ich war heute beim Tierarzt mit 7 Babys, einer Katze und dem Tiger. Ja. War wahrscheinlich das schon nicht günstig, aber jetzt hast du 150 Tiere, Also bis, sage ich mal, einigen Monaten habe ich das völlig allein finanziert. Jetzt ist einfach so das Limit erreicht. Und ich möchte halt einfach gern weitermachen und ich würde auch, also natürlich die Tiere weitermachen, weil es mein Leben ist. Okay, sag, wie kann man dir helfen? Wie können wir helfen? Ja, ganz, ganz dringend würden wir jemanden suchen, der vielleicht hier mithilft, der gerne hier bleiben will, 2, 3, 4, 5 Tage, wie auch immer, der vielleicht sogar hier wohnen möchte, mit uns das Ganze hier schmeißt. Also nicht nur Tiere streicheln, kuscheln, wie sich das die meisten halt vorstellen, sondern wirklich harte Arbeit, hartes Anpacken, absolute Liebe für die Tiere. Du hast es miterlebt, unser Wochenende war Hammer. Und die Tiere brauchen dringend Patenschaften.
um einfach hier überleben zu können, um das weiter zu finanzieren, damit einfach dieser Verein hier weiter auf den Beinen bleibt. Ja, gut, also ran ans Werk, hier ein paar Tage herkommen, anpacken oder eine Tierpatenschaft übernehmen. Das wäre super, die Tiere sind super süß und die Evi braucht mal ein bisschen Schlaf. Ja, wäre klasse. Ich will ganz, ganz herzlich Danke sagen, dass du mich aufgenommen hast bei dem Scheißwetter heute, dass ich hier sein durfte. Und, wir haben uns total gefreut. War schön. Und ja, war ein krasses Erlebnis, muss ich echt sagen, ja. Wir danken, dass Tolles du da Wochenende. warst, dass du dich überhaupt interessiert hast, weil wie gesagt, es interessieren sich die absolut die wenigsten für Ziegen und Schafe. Ja, Und echt toll. Vielen, vielen Dank. sehr gerne. Danke. Danke für alles. Danke. Gut, super. Dann haben wir es schon überlebt, Evi. Ja. Sehr gut.